Guten Tag, Herr Guten Fischer-Dieskau. Tag. Mein Name ist Slavi. Das ist aber nett, dass ich Sie kennenlerne. Wir wollen Sie herzlich in Harbin begrüßen. Es ist der 5. Mai 2025. Sie sind der Dirigent Professor Dr. Martin Fischer-Dieskau. Was sind dieses Mal Ihre Pläne mit unseres Harbin Symphonieorchester? Ja, dann muss man erst mal sagen, dass Harbin eine wunderschöne chinesische Stadt ist, ganz im Norden Chinas. Und es ist eine Musikstadt. Es hat das älteste Orchester Chinas, das schon 1908 gegründet wurde. Ganz fabelhaft. Ja, die ganze Geschichte war so, ich hatte im Jahre 2024 eine Einladung, sehr ehrenvoll, als Gastdirigent nach Harbin zu kommen. Und das Datum fiel auf den 29. November. Und ich merkte sofort, das ist der Vorabend zum 70. Todestag von Wilhelm Furtwängler. Und dann habe ich spontan vorgeschlagen, wollen wir nicht Wilhelm Furtwänglers gedenken in diesem Konzert? Weil ich schon einmal vor 30 Jahren Furtwänglers 40. Todestag in Berlin mitbegehen durfte. Und das traf auf offene Ohren und wir haben wirklich ein Programm zusammengestellt, das sich ganz auf die Kunst Wilhelm Furtwänglers kapriziert hat. Wir wollten seinen Interpretationen nachspüren. Natürlich können wir Furtwängler nicht imitieren, aber wir wollten einmal ausprobieren, ob das chinesische Publikum etwas davon haben könnte, wenn wir statt der Komponisten, wie es üblich ist, auch einmal der großen Interpreten des 20. Jahrhunderts gedenken. Und siehe da, es war ein Riesenerfolg. 大家好，过节好，我是指挥家汤沐海。马丁 Fischer Dieskau 是我非常好的朋友，他的父亲是一个伟大的歌唱家。我曾经在慕尼黑歌剧院听过无数次他精彩的表演，也了解他在世界上有伟大的功勋。这次音乐会所继承的 Furtwängler 的传统，也是我们音乐家心中非常尊敬、热爱的指挥家和作曲家。希望大家能够享受这一切。Nicht nur, dass die Stadt Harbin ihrerseits eine ganze Furtwängler-Ausstellung im Foyer des Konzertsaals organisiert hat, sondern wir hatten auch noch die Hilfe und die plötzliche Hilfe der Wilhelm Furtwängler Gesellschaft Chinas. Ja, meine Damen und Herren, sowas gibt es. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber so ist es. Und die haben ihrerseits, sind sofort gekommen in großer Zahl und haben auch eine Ausstellung organisiert. Und wir haben nun gemeinsam dieses neue Format entwickelt. Jetzt haben wir gesagt, wollen wir nicht auf dieser Ebene weitergehen? Und ich wurde ehrenvollerweise gleich nochmal eingeladen. Jetzt haben wir 2025 im Mai. Und wissen Sie, was im Mai 2025 sich zum 100. Mal jährt? Ja, der Geburtstag des großen deutschen Sängers Dietrich Fischer-Dieskau, der nun mal zufällig oder nicht zufällig, ich würde sagen, Gott sei Dank, mein Vater ist. Und nun machen wir ein Programm, das beide Namen, Furtwängler und Fischer-Dieskau, kombiniert, indem wir einen der besten jungen chinesischen Baritone engagiert haben, der Auszüge aus Wagner-Opern singen wird. Und dazu gesellen sich dann Werke aus Furtwänglers Wagner-Repertoire, nämlich die Meistersinger-Ouvertüre, das Lohengrin-Vorspiel. Und am Ende gibt es die große 4. Schumann-Sinfonie, die Furtwängler so ans Herz gewachsen war, dass er die schönste Aufnahme und die berühmteste Aufnahme dieses Werkes überhaupt nach dem Krieg mit den Berliner Philharmonikern geleistet hat. Also, ich habe das Material nach Furtwänglers Dirigierpartitur eingerichtet, mitgebracht und wir werden versuchen, unser Möglichstes zu tun, die Wege, die Furtwängler gegangen ist, interpretatorisch nachzuempfinden. Niemand kann Furtwängler imitieren, ich sagte es bereits, schon gar nicht etwa gestisch, nein, aber vom Klanglichen her. Und das wollen wir versuchen und letztes Jahr hat es so einen großen Erfolg, dass wir alle begeistert waren.
Ja, meine Damen und Herren, das ist die formidable Konzerthalle der schönen Stadt Harbin, einer nordchinesischen Stadt, gar nicht weit von der russischen Grenze. Und dahin tragen wir nun den großen Namen Wilhelm Furtwängler und den anderen großen Namen Dietrich Fischer-Dieskau. Und das sind zwei Giganten der Interpretation des 20. Jahrhunderts. Und was wir hier versuchen, ist ausnahmsweise mal nicht die Komponisten, sondern die Interpreten zu feiern. Um die es geht, wie macht man das? Wie kann man an Furtwängler und Fischer-Dieskau erinnern, ohne dass die großen Herrschaften höchstpersönlich und leibhaftig dabei sind? Haben Sie einen Vorschlag? Wir haben uns dafür entschieden, dass wir die Interpretationen von Furtwängler einmal versuchen nachzuempfinden. Natürlich sind wir nicht Furtwängler und auch unser wunderbarer Gesangssolist Hu ist kein Fischer-Dieskau. Und doch können wir versuchen, die Wege aufzuspüren, die diese Interpreten gegangen sind, um zu ihrer Version zu gelangen. Und so habe ich mir im Falle von Furtwängler seine Original-Dirigierpartitur für die 4. Symphonie von Schumann geholt und wir haben alle seine Eintragungen in einem eigenen Material, das ich mitgebracht habe, dem Orchester vorgestellt. Meine Damen und Herren, wir sind hier in Harbin und ich stehe vor der Konzerthalle, die Sie hinter mir sehen, aber neben mir, und das ist etwas ganz Besonderes, finden Sie die Skulptur der Schwestern Schönfeld. Und nach diesen beiden wunderbaren Musikerinnen, die in Berlin studiert haben, ist hier in Harbin ein weltbekannter Wettbewerb genannt worden durch den Meister Sully Schör, ein fantastischer Geiger, der aus Harbin stammt, aber heute in Los Angeles lebt und der diesen großen Wettbewerb für junge Streicher ins Leben gerufen hat. Und hier stehe ich nun direkt neben der Cellistin Eleonore Schönfeld. Und da darf ich Ihnen vielleicht, obwohl das eine private Anekdote ist und vielleicht nicht hierher gehört, erzählen, dass diese Dame mit ihrem Cello eine Studienkollegin meiner Mutter war, Irmgard Poppen, als die sich in der Berliner Musikhochschule des Jahres 1942 getroffen haben und sich gemeinsam über ihren Lehrer unterhalten haben werden, der Adolf Steiner hieß, ein Cellolehrer natürlich. Später hat meine Mutter dann zu Enrico Mainardi gewechselt und Eleonore ist nach Amerika ausgewandert. Und dieser Mainardi, zu dem meine Mutter Irmgard Poppen gewechselt hat, ist auch dafür verantwortlich, dass Fischer-Dieskau, der spätere Ehemann von Irmgard Poppen, dem Wilhelm Furtwängler vorsingen durfte. Das hat sie wegen der Freundschaft der Männer Mainardi und Furtwängler arrangieren können. So hat mein Vater dann in einer Art Privataudienz dem Furtwängler vorgesungen und der war nicht schlecht überrascht.
was er da für eine Stimme und für eine Musikerpersönlichkeit hört. 54 verstorben, sodass die gemeinsame Zeit von Fischer-Dieskau und Furtwängler nur sehr kurz bemessen war. Wir glauben, das Orchester in Harbin ein wunderbarer Botschafter ist für die großen Interpretationen des 20. Jahrhunderts, in unserem Falle, dass sie mit uns gemeinsam an Fischer-Dieskau und Furtwängler erinnern können. Herr Chen, glauben Sie, dass Furtwängler in Harbin etwas zu sagen hat? Ja, ich denke schon. Also wir haben einen Salon gemacht. Ich denke, Publikum hat Interesse gezeigt. Es kommt durchaus gut an beim ersten Konzert. Nach dem Konzert also haben viele sich ganz positiv und großartig reagiert. Und das ist ein Klang, was die in dem Konzertsaal noch nicht erlebt hat. Nun gut, also ich bin kein Furtwängler, das muss ich niemandem erklären. Aber es war so, dass wir versucht haben, den interpretatorischen Wegen Furtwänglers nachzuspüren und ihn sozusagen zu beschwören. Aber man muss sagen, dass alleine die Musiker im Orchester schon sehr erstaunt waren über die vielen Tempofluktuationen, die ich ihnen im furtwänglerschen Sinne angeboten habe. Sind Sie auch der Meinung, wir hier nicht umsonst agieren? Ja, bestimmt. Also diese ganze Sachen kommt ja an. Man hat gemerkt, was anders ist als sonst. Und das ist das Besondere. Wir wollen ja versuchen, durch diese Art des Nachspürens der großen Interpretationen des 20. Jahrhunderts etwas davon abzulenken, dass Leute im Konzert nur zu sehen, statt zu hören. Wir wollen mehr das Interesse auf das klangliche Ergebnis lenken. Ja, das ist auch gelungen, denke ich. Also es nicht nur zu hören, sondern auch zu erleben, dass man irgendwas wahrgenommen hat. Nicht nur durch die Ohren, sondern auch wirklich was anderes da ist als nur Töne. Ne? Furtwängler war vielleicht der wichtigste Dirigent aller Zeiten und Fischer-Dieskau der wichtigste Liedersänger aller Zeiten. Ich möchte aber auch noch sagen, dass wir in dem letzten Konzert die große Schubert-Sinfonie gespielt haben, in C-Dur. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Werk, das auch für Furtwängler sehr wichtig war, die große Schubert. Dieses Mal spielen wir die Schumann, die 4. Sinfonie von Robert Schumann. Es geht darum, dass Robert Schumann der Entdecker war von der großen Schubert-Sinfonie. Ja. Robert Schumann ist nach Wien gefahren und hat im Keller von Schuberts Bruder, der schon lange tot war, du machst das kurz, ich weiß, hat er die Partitur entdeckt von der Schubert-Sinfonie. Ohne diese Schubert-Sinfonie hätte Schumann gar nicht angefangen, Sinfonien zu schreiben. Er brauchte den Eindruck dieser großen Schubert-Sinfonie für sein eigenes Werk. Diese Sinfonie, die wir jetzt spielen, 4. Schumann, war auch für Furtwängler ein zentrales Werk. Wie machen wir das, wenn wir Interpreten feiern wollen? Wir versuchen herauszufinden, was diese großen Interpreten zu ihrer Interpretation gebracht hat. So habe ich im Falle von der Schumann-Sinfonie Furtwänglers eigene Dirigierpartitur gefunden und genauestens studiert. Wir wollen versuchen herauszufinden, was ist die Verbindung zwischen Fischer-Dieskau und Furtwängler. Beide wollten über die Musik hinaus in ihrem Tun. So war mein Vater kein Sänger, der nur gesungen hat, weil er eine schöne Stimme hat, sondern er wollte natürlich auch forschen und etwas über die großen Komponisten mit seiner Kunst sagen. Also nur seiner eigenen Stimme zuhören beim Singen, das hat ihn nicht interessiert. Und Furtwängler wollte kein Dirigent sein. Er war Komponist, aber als Dirigent irrsinnig erfolgreich und dann hat er weitergemacht. Aber er wollte eigentlich nie Dirigent sein, genauso wie mein Vater nicht nur Sänger sein wollte. 我有个问题就是说，既然是纪念福特文格勒的话，其实福特文格勒也是一个在德国比较有名的一个作曲家，虽然他的作品很少上演，
他为什么没有选择福特和歌勒的作品在哈尔带到中国来？也许他如果把福特和歌勒的作品带到中国来的话，这在中国的首演也是比较有纪念意义的。说在赛上，他说这个其实福特和歌勒除了指挥，他还有ja, also eigentlich ist Furtwängler nicht außer Dirigent noch ein großer Komponist. Warum hast du nicht seine Komposition hier dirigiert? Dann hätte man ihn auch mehr kennengelernt. Ich habe ein wichtiges Werk von Furtwängler schon häufig dirigiert. Ja? Aber natürlich, die Musik von Furtwängler ist schwierig. Und das kann man nicht, dafür ein Interesse kann man sehr schwer voraussetzen. In China wäre das zu früh. Aber ich hoffe, dass es später noch dazu kommen wird. Was gilt's, was ich dir sagen kann? Bin gar ein Arm, einfältig Mann. Soll mir die Arbeit nicht schmecken, gäb's Freud, lieber mich frei, tät besser das Leben dir zu schrecken und dies alle Poeterei. Yes. Lieber Herr Hu, wir sind ganz froh, dass wir Sie in diesem Konzert bekommen können. Herr Hu ist einer der größten aufstrebenden Bariton-Talente Chinas. Er geht jetzt an die Chicago Lyric Opera als nächstes und wir sind froh, dass wir ihn gerade noch erwischt haben, dass er hier in Harbin mit uns dieses Konzert singen kann, das ein bisschen dem Dietrich Fischer-Dieskau zum 100. Geburtstag gratulieren soll. It's so nice that you're here. Is it true that you like Fischer-Dieskau's voice? Oh, of course. When I started learning vocal, Fischer-Dieskau is definitely my idol. I listened a lot of his CD, and his voice gave me a big influence. That's very kind of you to say, but you know, this particular repertoire I chose because we wanted to also, I mean, the other great giant that we want to celebrate is Wilhelm Furtwängler, and we wanted to play some Wagner, and so for Furtwängler, for his Lohengrin prelude, for his Master Singer's prelude, and so it came that we came about Hans Sachs, which of course is a very heavy part, and my father only sang it when he was in his mid-50s. And now it's a big part. You are very young, and we are so grateful that you do the Hans Sachs for the first time in your life. Yes. Very, very happy. What do you think about this music? Well, to be honest, the first time I'm really nervous because I never seen Wagner pieces before. But when I hear it, I really enjoy the music, the dramatic things in the orchestra, in the music. So you will learn it and you will sing it once in your life. I'm sure you will, because there are not so many Sachse around. And we really need you. Now listen, we get a lot of help from the Wilhelm Furtwängler Society of China. We have Xi Xiang, yes, yes, Brian Wang. We have Brian Wang. Yes, we got to know these last time when we were in Harbin. I think they love you very much and they promoted you. We are really thankful. Wir sind der Wilhelm Furtwängler Gesellschaft in China wirklich sehr dankbar, dass sie uns ermöglicht hat, Herrn Hu als Solisten zu bekommen. Das ist nicht so einfach in China. Man kann hier nicht einfach engagieren, wie man will. Das kostet alles sehr viel Vorbereitung. Vielen Dank, Wilhelm Furtwängler Gesellschaft in China.
Was gibt's, was ich dir sagen kann? Im Karaiarm fällt ich ein. Soll mir die Arbeit nicht schmecken, gäb's Freud lieber mich frei, tät besser das Leben zu strecken und ließ alle Beuterei. Neben mir sitzt Joseph, ein fabelhafter Geiger, der, Sie werden es nicht glauben, aus Taipei kommt, aber in China im Orchester spielt. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Joseph, you're from Taipei. It's relatively unusual that you play I play the violin. Harbin. Yeah. Guten Tag. This is Joseph Lee, originally from Taipei. I play the violin. And I'm very happy to be here to have the concert with Mr. Martin Fischer-Dieskau. Now, tomorrow we will have a concert in memory of Mr. Furtwängler. Very good. This is the concert hall for the Furtwängler Society in China. And it's a great honor for me because my father is also a big fan of your father. That's funny. Now, as you know, these two giants of the 20th century, the two giant interpreters, Furtwängler and Fischer-Dieskau, they are being celebrated, if you wish, together. And could you say, what is it that your father likes about my father? Oh, because my father is a vocal songs lover. Yeah, he is a classical music lover, but particularly he loves vocal songs. So he loves baritone and soprano, any classical songs. Well, then I wish us very much luck for tomorrow night. I thank you very much for the small interview, and you're a wonderful violinist. Thank you for letting me play with you, just for the fun. It's my pleasure. Guten Tag, mein Name ist Jiao Li. Ich hatte in der Musikhochschule Dresden studiert und nach dem Masterabschluss arbeite ich als Pianistin im Sinfonieorchester Harbin. Deutschland ist das Wegeland der klassischen Musik und mit Musikern wie Herr Fischer-Dieskau verstehe ich, warum hier verbindet sich Gründlichkeit mit Leidenschaft, Tradition mit Courage. Ich hoffe,
diese Botschaft in Zukunft durch mehr deutsch-chinesische Kooperationen verbreiten zu können. Hallo, mein Name ist Oliver Wild und ich bin seit 2 Jahren Soloflötist hier im Harbin Symphony Orchestra. In dieser schnelllebigen Welt hier habe ich aber die Zusammenarbeit mit Herrn Martin Fischer-Dieskau besonders geschätzt, weil er uns hier im weit entfernten Harbin Werte wie deutsche Gründlichkeit, Genauigkeit und auch ein Traditionsbewusstsein näher gebracht hat. Hello, my name is Daria and I'm from Russia. I'm working in Harbin Symphony Orchestra as a piccolo flute player already 2 years. And during this time, I noticed that Russian and Chinese symphony orchestra have big difference between working style. So for me, as for Russian, very interesting to work in this orchestra because I can study a lot of new stuff and practice a lot of new stuff for me. And I think it's very interesting. Sometimes a little difficult, but it's alive. Drawing.